Wir alle wissen, wie sehr die Amerikaner mit ihrer riesigen Architektur und ihren beeindruckenden Gebäuden prahlen. Wolkenkratzer sind im ganzen Land verbreitet. Das Gleiche gilt für Brücken, von denen es viele in den Vereinigten Staaten gibt, jede mit einer reichen und einzigartigen Geschichte. Besonders bekannt ist die Golden Gate Bridge in San Francisco, Kalifornien. Aber Amerika ist nicht das einzige Land, das stolz auf seine riesigen Brücken ist. Chinesische Ingenieure haben riesige Brücken gebaut, die amerikanische Ingenieure erstaunten und schockierten, als sie die Innovation und den Mut sahen, die bei der Errichtung dieser Brücken gezeigt wurden. Wir haben einige der großartigen chinesischen Brücken zusammengetragen, die den amerikanischen Präsidenten mit ihrer präzisen Gestaltung und der hohen Bauqualität überraschten. Bevor wir beginnen, liebe Zuschauer, laden wir Sie ein, unseren Kanal zu abonnieren, um immer die neuesten Inhalte von uns zu erhalten. Wir freuen uns auch, Ihre Meinungen und Vorschläge zu hören und bitten Sie, diese in den Kommentaren zu teilen, da sie uns sehr wichtig sind. Seid ihr bereit? Dann lasst uns anfangen. Die Menschheit baut seit langem Brücken. Zum Beispiel wird gesagt, dass die älteste Brücke der Welt die Akkadische Steinbogenbrücke ist, die zwischen 1300 und 190 vor Christus gebaut wurde. Trotz ihres Alters steht die Brücke immer noch und wird von verschiedenen Fahrzeugarten überquert. Die Brücke hatte eine strategische Bedeutung während der Bronzezeit in Griechenland. Aber der Brückenbau hat sich seit dieser Zeit erheblich weiterentwickelt und unterscheidet sich heute in seinen Zwecken, seiner Komplexität und Funktionalität erheblich von früher. Auch die Kosten haben sich verändert. Werfen wir nun einen Blick auf China, wo der Brückenbau zu einem riesigen industriellen und ingenieurtechnischen Bereich geworden ist, der mit keiner anderen Industrie der Welt verglichen werden kann. Heute sehen wir, wie der Brückenbau in China zu einer Möglichkeit geworden ist, architektonisches Können und Effizienz zu demonstrieren, und kein anderes Land kann die chinesischen Ingenieure in diesem Bereich übertreffen. Bis heute entwickelt das Land weiterhin neue und beispiellose Brückenentwürfe und Pläne. Der Zweck dieser Brücken ist vielfältig geworden. Sie sind nicht mehr nur eine Verbindung zwischen Städten, sondern sind zu Monumenten geworden, die das menschliche Potenzial im Bereich Ingenieurwesen und Architektur repräsentieren. Lassen Sie uns nun mit der ersten Brücke beginnen, der Zhiqiu-Brücke. Diese Brücke erreicht eine Höhe von 350 Metern über der Oberfläche des Flusses, auf dem sie gebaut wurde. Sie wurde gebaut, als die chinesische Regierung ihre wirtschaftlichen Errungenschaften in den Provinzen Sichuan und Guizhou zur Schau stellen wollte. Zudem wollte die Regierung eine Verbindung zwischen den beiden Bahnhöfen in diesen Provinzen schaffen. So begann die Regierung mit diesem ehrgeizigen Projekt, eine Brücke von 2 Kilometern Länge zu bauen, um die lokale Wirtschaft zu beleben. Der Bau der Brücke kostete etwa 1,5 Milliarden US-Dollar. Das Sichuan Road and Bridge Construction Company übernahm das Design und den Bau dieser gewaltigen Brücke. Der Bau war jedoch keine leichte Aufgabe, denn die Ingenieure standen vor vielen Herausforderungen. Stellen Sie sich Folgendes vor: eine gefährliche, kurvenreiche Gebirgslage, und die Ingenieure mussten einen geeigneten Weg finden, die riesige Brücke an diesem Standort zu errichten. Trotz der schwierigen Gegebenheiten gelang es ihnen nach intensiver Arbeit, ihre Aufgabe zu erfüllen. Außerdem konnten sie eine beträchtliche Summe an Geld sparen, die ansonsten für den Bau der Brücke aufgewendet worden wäre. Sie haben der Welt gezeigt, dass innovative architektonische Bauwerke Geld sparen können, wenn sie auf intelligente Weise gebaut werden. Die Kong-Zhuai-Macao-Brücke, die weltweit als die längste Brücke über das Meer bekannt ist, hat der Welt gezeigt, wie entschlossen die Chinesen sind, ihre Ambitionen zu verwirklichen. Die Brückenbauer verwendeten 400.000 Tonnen Stahl, um die Brücke gegen Naturkatastrophen wie Erdbeben und Stürme zu sichern. Diese Menge an Stahl könnte 60 Türme in der Größe des Eiffelturms bauen. Die Brücke erstreckt sich über fast 30 Kilometer über das Meer und das Perlflussgebiet in China, und 7 Kilometer der Brücke verlaufen unter einem Unterwassertunnel, um den Schiffen die Passage über diesen Tunnel zu ermöglichen. Beide Enden dieser Brücke verbinden künstliche Inseln aus Stahl.
Zusätzlich zu diesen außergewöhnlichen architektonischen Arrangements führen von der Brücke mehrere künstliche Straßen, kleinere Brücken und Tunnel, die mit dem Festland verbunden sind, um den Verkehr auf dem Land zu ermöglichen. Diese sekundären Abschnitte verbinden die Städte Zhuhai, Hongkong und die Hauptbrücke miteinander. Es ist ein architektonisches Meisterwerk, das das Festland auf fantastische Weise mit dem Meer verbindet. Die Brücke benötigt eine kontinuierliche Wartung, und die Regierung erwartet, dass sie etwa 30 Millionen Dollar ausgibt, um die Brücke in optimalem Zustand zu halten. Das ist üblich bei der Planung von Projekten, die Millionen kosten, da ihre Wartung ebenfalls teuer ist. Die Kong-Zhuai-Macao-Brücke ist nicht nur ein riesiges, festes Bauwerk, sondern ein lebendes architektonisches Denkmal, das die Brillanz und Überlegenheit der Menschheit beweist und stets ihre Aufmerksamkeit und Pflege erfordert, damit es bestehen bleibt. Ich bin mir sicher, dass eine so prächtige Brücke wie diese enorme Mittel benötigt, um ihre Würde und Modernität zu bewahren. Die Brücke hat eine Gesamtlänge von mehr als 55 Kilometern und verbindet Hongkong, Zhuhai und Macao, wodurch sie eine Barriere für eine riesige Bucht bildet, an deren Küsten Tausende von Bürgern leben. Kein Fahrzeug darf diese Brücke ohne eine spezielle Genehmigung der Regierung und eine Steuerüberweisung überqueren. Das liegt daran, dass die Brücke 3 Städte miteinander verbindet, und das Fahren darüber ist wie das Reisen von einer Provinz in eine andere. Überwachungskameras zieren die Säulen der Brücke, und Radar überwacht die Bewegungen der Fahrzeuge, die sie überqueren. Es wird gesagt, dass, wenn ein Fahrer dreimal gähnt, ihn die Verkehrspolizei schnell verfolgen wird. Die Brücke ist auch mit Waffen- und Werkzeugdetektoren ausgestattet. Für sie steht die Sicherheit an erster Stelle. Die nächste chinesische Brücke trägt den Namen Green Gauss, und es ist die erste Brücke weltweit, deren Boden auf nur einer einzigen Stütze ruht. Die Brücke verbindet die Stadt Yushi mit der autonomen Region Shushi-Yonghi und stellt eine verkürzte Verbindung zwischen den beiden Orten dar. Außerdem ist die Green Gauss Brücke ein wichtiger Teil der Yushu-Eisenbahn, die eine Länge von 190 Kilometern erreicht, sowie der internationalen Strecke namens Yunnan-Myanmar-Laos-Thailand, die eine Gesamtlänge von 9000 Kilometern hat. Die Brücke erreicht eine Höhe von 169 Metern über dem Tal, auf dem sie gebaut wurde, und erstreckt sich über eine Länge von 1200 Metern. Der Bau dieser Brücke begann im Jahr 2015 und wurde im August 2018 abgeschlossen. Das Endergebnis ist dieses architektonische Meisterwerk, das als einzigartiges kulturelles Wahrzeichen zwischen den felsigen Bergen und dem dichten Grasland emporragt. Die Brücke verfügt über einen Turm, der eine Höhe von 233 Metern erreicht und eine der längsten Stützenverbindungen der Welt darstellt. Darüber hinaus gibt es 154 unterstützende Drähte, die den Boden der Brücke stützen. Dieser gigantische Turm, der die Teile der Brücke miteinander verbindet, beeindruckt sowohl durch seine majestätische Erscheinung als auch durch seine luxuriöse Gestaltung, während er gleichzeitig viele Kosten spart, die andernfalls für den Bau einer zusätzlichen Stütze aufgebracht worden wären. Die Green Gauss Brücke ist ein wahrer Beweis für das Können und die Effizienz der chinesischen Ingenieure. Nun möchten wir Ihnen die Yangbao-Shan-Brücke vorstellen, die längste Brücke der Welt, deren Höhe mehr als 300 Meter über der Wasseroberfläche beträgt. Ihre Stützen reichen über 6 Fahrspuren, die sich entlang der Brücke erstrecken. Diese hängende Stahlbrücke ist ein wahres Meisterwerk der Architektur, da sie direkt über einem Fluss und einen darunter liegenden unterirdischen Wasserspeicher verläuft. Die Brücke ist ein wichtiger Bestandteil der Autobahn der Provinz Wangbing und dient als Abkürzung, die die beiden Regionen in 1,5 Stunden erreicht, anstatt 5 Stunden mit dem Zug zu reisen. Die Ingenieure, die für den Bau dieser Brücke verantwortlich waren, haben ihre Arbeit so gut gemacht, dass sie mehrere Tests durchgeführt haben, bevor die Brücke in Betrieb genommen wurde. Sie stellten 8 beladene Anhänger auf die Brücke, deren Gesamtgewicht 1920 Tonnen betrug.
Sie waren überrascht, als sie feststellten, dass die Brücke keinerlei Geräusche von sich gab. Daher wurde die Brücke zu einem echten Symbol für die Fertigkeiten und Effizienz der chinesischen Ingenieure im Vergleich zu ihren weltweiten Konkurrenten. Aber wenn Sie denken, dass Sie bereits alles über die Fähigkeiten der chinesischen Ingenieure gesehen haben, werden Sie überrascht sein von dem, was Sie jetzt sehen werden. Die Glasbrücke, die beim Überqueren bricht. Stell dir vor, du befindest dich auf einer Glasbrücke an einer Klippe, 1180 Meter über dem Meeresspiegel, während du vorsichtig spazieren gehst und die atemberaubende Aussicht genießt. Die Sonne scheint, und es fühlt sich an, als würdest du in einem Märchen fliegen. Plötzlich bricht die Brücke zusammen. Dies ist das Erlebnis, das Touristen haben, die es wagen, dieses faszinierende Gebiet in China zu besuchen, wo eine Glasbrücke mit Spezialeffekten den Eindruck erweckt, dass die Brücke bricht, dank einiger akustischer und visueller Effekte. Tatsächlich gab es vor etwa einem Jahr einen echten Bruch in einer der Glasschichten, was die Besucher erschreckte. Der Bruch war jedoch nur in einer Glasschicht und stellte keine Gefahr für irgendjemanden dar. Der Ort wurde sofort geschlossen, um die Sicherheit der Besucher zu gewährleisten. Lassen Sie uns nun über die Pingtang-Brücke sprechen, die über das Pingtang-Grabental in der Provinz Guizhou verläuft. Diese riesige Brücke hat eine Länge von 2135 Metern und erreicht eine Höhe von 332 Metern über dem Talboden. Die Struktur der Brücke besteht aus 3 Stützen, von denen Kabel zwischen festen Stahlträgern verlaufen. Diese Brücke hat 3 Weltrekorde gebrochen. Als kabelunterstützte Brücke ist die Pingtang-Brücke die höchste ihrer Art der Welt. Sie ist auch die Brücke mit den höchsten Stützen weltweit und die längste unter den kabelunterstützten Brücken. Der Bau dieser Brücke wurde 2021 abgeschlossen und hat sich zu einem führenden touristischen Ziel in der Region entwickelt. Der Himmelsgang ist eine hängende Glasbrücke mit einer Plattform, die speziell für die Sternbeobachtung vorgesehen ist. Die Brücke erreicht eine Höhe von 500 Metern und eine Länge von 380 Metern. Ihre Besonderheit liegt in ihrer ungewöhnlichen Form, die an einen Tennisschläger erinnert. Was sie jedoch besonders hervorhebt und die Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist der bunte Wasserfall, der sie umgibt. Dieser Wasserfall besteht aus Tausenden von Lampen und Lichtern, die an ihrem äußeren Rahmen befestigt sind. Nachts verwandelt sich dieser Wasserfall in ein magisches Wahrzeichen, das in der dunklen Himmel aufleuchtet und glänzt. Wir hoffen, dass euch das heutige Video gefallen hat und dass euch diese luxuriöse Reise, bei der wir die riesigen und beeindruckenden Brücken Chinas erkundet haben, gefallen hat. Vergesst nicht, auf den "Gefällt mir" Button zu klicken, wenn euch dieses Video gefallen hat, und abonniert unseren Kanal, wenn ihr diesen unterhaltsamen und nützlichen Inhalt mögt. Wir laden euch ein, eure Meinungen und Vorschläge in den Kommentaren zu teilen. Welche dieser Brücken fandet ihr am beeindruckendsten und schönsten? Glaubt ihr, dass in Zukunft noch größere Brücken gebaut werden, die diese Brücken übertreffen werden? Danke, dass ihr das Video angesehen habt und mit uns diese aufregende visuelle Reise geteilt habt. Bis bald!